Der Maschinenbau lebt vom Export von weltweiten Märkten. Wir haben eine Exportquote gemessen an der Produktion von rund 80%. Das schwankt immer ein bisschen, aber relativ stabil. Insofern interessieren uns natürlich brennend die Exportzahlen für das Jahr 2024. Die liegen nun vor und wenig überraschend hatten wir einen Rückgang von 5% nominal zum Vorjahr 2023. Das läuft auf ein Volumen von knapp 200 Milliarden Euro im Jahr 2024 hinaus, 10 Milliarden rund weniger als im Jahr zuvor. Hier noch ein Blick auf die realen Zahlen, also preisbereinigt. Hier haben wir einen Rückgang von 7,1%. Das passt recht gut zur immer noch vorläufigen Produktionsentwicklung, ein Rückgang im gesamten Jahr 2024 zum Vorjahr von 7,5%. Unterdurchschnittlich liefen die Exporte in die EU-Nachbarländer. Italien, Frankreich, Polen waren negative Ausreißer, Spanien und Portugal waren ungefähr auf dem Vorjahresniveau, haben das Ganze also etwas stabilisiert. Ebenfalls Rückgänge haben wir in den USA gesehen, unterdurchschnittlich ein Minus von 2,1%, durchschnittlich ungefähr ein Rückgang von 4,5% auf dem chinesischen Markt. Die USA haben bis zur Mitte des Jahres relativ gut noch performt. China schon Anfang des Jahres sehr schwach, was man natürlich dann auch merkt. USA ist die Nummer 1, China die Nummer 2. Es gibt auch positive Ausreißer, ich nenne nur Mexiko oder Indien, aber auch den Nahen und Mittleren Osten. Und das zeigt uns, dort wo Geschäft geht, wo strukturelle Reformen sind, wo investiert wird, sind wir dabei. Und das ist sicherlich auch ein guter Startpunkt, um dann eben auch auf ein Jahr 2025 zu schauen. Wir haben ja erste vage Signale, dass das internationale Geschäft etwas besser läuft. Es sind natürlich viele Unsicherheiten dabei. Und insofern brauchen wir natürlich auch vernünftige Rahmenbedingungen, sowohl national von der dann neuen Bundesregierung, aber auch international. Wir brauchen vernünftige Freihandelsabkommen, die schließt für Deutschland die EU ab, damit wir eben dann auch gut auf diesen Märkten uns positionieren können und nicht noch durch Bürokratien, durch Zölle etc. pp. über Gebühr gebremst.